Okay. Hi, ich bin Josef und ich wollte wissen, ob ich 100 Liegestütze an einem Tag schaffe. Ich bin eher unsportlich, aber eine Liegestütze an sich ist ja nicht kompliziert. Aber 100, das kommt mir schon ziemlich unschaffbar vor. Dieses Video wird ein bisschen anders. Wenn ich jetzt das feste Ziel hätte, 100 Liegestütze am Tag zu schaffen, komme was wolle, wie lange müsste ich daran arbeiten? Oder wenn mein Ziel nicht Liegestütze wären, sondern was ganz anderes. Ziele haben wir ja alle, aber manche davon wirken groß und schwer umsetzbar. Ich möchte zum Beispiel schon ewig einen Langspielfilm drehen. Eigentlich seit ich Filmemacher werden wollte. Also seit ich 9 bin. Oder erwachsener gedacht, seit ich 2007 an der Filmschule angefangen habe. Ein Langspielfilm verlangt nach einem belastbaren Budget, einer Crew und einem Drehbuch, mit dem auch mein härtester Kritiker zufrieden sein kann. Und der härteste Kritiker bin ich immer selbst. Außerdem ist ein Spielfilm die große Liga, der Roman des Filmens. Konzeption, Schreiben, Proben, Drehen, Schnitt, alles auf hohem Niveau. Und dann wäre es ja auch noch mein Debüt, also der Druck und die Aufmerksamkeit sind nicht ohne. Wie geht man solche Herausforderungen an? Der Autor Neil Gaiman hat in einer Rede 2012 folgendes Bild benutzt. Something that worked for me was imagining that where I wanted to be, which was an author, primarily of fiction, making good books, making good comics, making good drama, and supporting myself through my words. Imagining that was a mountain, a distant mountain, my goal. And I knew that as long as I kept walking towards the mountain, I'd be all right. Ein Berg in der Ferne, weit oben und weit weg. Ein gefährlicher und langwieriger Aufstieg mit einem Ende, das sich scheinbar nie einstellt. Und so fühlt sich das mit dem Langspielfilm auch an. Aber ganz am Anfang des Weges stehe ich nicht mehr, wenn ich ehrlich bin. Den ersten Rucksack auf meinem Weg zum Berg hatte ich spätestens mit meinem Filmstudium gepackt und damit Wissen, Erfahrung, Handwerkszeug und am wichtigsten Kontakte erworben. Auf dem Weg zum Berg gibt es nämlich immer mal wieder Grenzkontrollen und Torwächter, die nachprüfen, ob man für den schnellen Aufstieg auch die passenden Papiere hat. Manchmal trifft man aber auch Hochgebirgsträger, die einem neue Wege aufzeigen oder beim Tragen der Ausrüstung helfen. Wenn ich von meinem bisherigen Weg nach unten blicke, merke ich, dass es auch ein Privileg ist, so weit oben gestartet zu sein. Weit unter meinem Startpunkt sind diejenigen, die nicht an einer Filmschule genommen worden sind oder sich ihr Studium nicht finanzieren konnten oder aus Ländern gekommen sind, in denen es keine Filmschule gibt oder Minderheiten angehören und. Aber auch wenn man schon unterwegs ist, der Weg zum Berg ist keine gerade Linie. Es gibt keinen Automaten mit der Beschriftung Wirfleistung A1 und erhalte Langspielfilm im Lebenslauf. Außer man ist reich. Die Aufgabe, das Ziel Langspielfilm ist genauso komplex wie eine Bergbesteigung. Einerseits schnappt man sich nicht einfach den Rucksack und legt los und andererseits tut man genau das. Auf dem Weg zum Berg sammelt man die Erfahrung, die man braucht, um das Ziel zu erreichen. Und je näher man kommt, desto eher kann man mit dem eigentlichen Aufstieg beginnen. Das Schwierige ist aber, nie den Berg aus den Augen zu verlieren. Auch dann nicht, wenn man den eigenen Lebensunterhalt bezahlen muss und sich einem neue Wege erschließen, die ebenfalls attraktiv wirken und vielleicht leichter sind. I said no to editorial jobs on magazines, proper jobs that would have paid proper money, because I knew that, attractive though they were, for me, they would have been walking away from the mountain. And if those job offers had come earlier, I might have taken them, because they still would have been closer to the mountain than I was at that time. Vielleicht bin ich dem Gipfel so nah wie nie. Vielleicht bin ich auch mittlerweile bereit für den Aufstieg. Es fällt mir manchmal schwer, mich daran zu erinnern, wo auf dem Weg ich gerade bin. Jeder lange Weg muss in Etappen eingeteilt werden. Jede komplexe große Aufgabe in kleine unterteilt werden. Ein Schritt nach dem anderen. Ob mit konkretem Plan oder ohne. Ich glaube, bis jetzt hat das ganz gut geklappt bei mir. Wenn irgendwann alles vorbei ist, bereut man, dass man sein Leben vielleicht nicht den Dingen gewidmet hat, die einem wichtig waren. Wir bereuen am meisten Dinge, die wir nicht getan haben, die wir nicht gesagt haben. Die Träume, die wir nicht zumindest probiert haben zu erreichen. Jetzt hat mich mein Gedankenspaziergang ganz schön weit weggebracht. Eigentlich ging es ja darum, 100 Liegestütze am Tag zu schaffen. Aber wie kann ich das schaffen? Vielleicht auch einfach unterteilen in viele kleine Aufgaben über den Tag verteilt. 10 Liegestütze pro Stunde, über 10 Stunden am Tag verteilt, ergeben 100 Liegestütze am Tag. Zwar nicht am Stück, aber am Tag. Meine Technik kann ich noch verbessern, aber im Grunde war dieses Ziel dann doch nicht so schwer, wie ich dachte, nachdem ich es aufgeteilt habe. Für 100 Liegestütze am Stück werde ich wahrscheinlich ein bisschen länger brauchen. Hat mich dieses Video jetzt näher zu meinem Berg gebracht? Vielleicht ein bisschen. Und was ist euer Berg? Wir sehen uns in Kürze wieder und dann geht's in den Amazonas. Bis bald.